Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 55 Parts. Wie wir euch schon angekündigt haben, nehmen wir euch mit auf den Prozess vom Umbau von Movos neuem Track-Tool. Wir sind schon sehr, sehr viel weiter gekommen, als ihr in den letzten Videos bei uns oder bei Movo gesehen habt. Und wir haben auch schon einige Aufnahmen gemacht, die ihr gleich im Anschluss sehen werdet. Gerade, wir haben quasi, es ist jetzt die Zeitblase, nennt man es ja, wir drehen quasi das Intro, während die Achse schon raus ist. Zeigen wir euch aber gleich nochmal. Und ja, was ist bisher passiert? Jetzt gerade, wo ich hier stehe und was ihr, wie gesagt, auch gleich im Anschluss sehen werdet. Wir haben die Hinterachse rausgeholt, da nehmen wir euch gleich nochmal mit, wie wir die Achsen, die Lager umpressen. Wir haben die Vorderachsteile alle ausgebaut. Wir haben am Motor alles soweit demontiert, was wir demontieren müssen, um eben die Sachen, die defekt waren oder die überholt werden müssen, einbauen zu können. Ja, und jetzt geht es im Prinzip darum, alles wieder zusammenzubauen. Das Video wird zum einen euch ein bisschen zeigen, was im Motorraum passiert ist, also wie wir da vorgegangen sind, so ein paar Dinge erklären, im Detail was zeigen etc. Und zum anderen werden wir auf die Achsteile nochmal etwas genauer eingehen, euch zeigen, wie unterscheidet sich ein M-Lager zu einem Non-M-Lager, da haben wir was da. Bevor wir jetzt angefangen haben, haben wir das Auto natürlich auch gewogen. Wir hatten im Kofferraum alle Abdeckungen oder alle Verkleidungen drin und wir haben ein Gewicht von 1440 Kilo gewogen. Leider weiß ich nicht ganz genau, wie voll der Tank ist. Das kann ich euch vielleicht noch mal im Anschluss sagen, wenn das Auto fertig ist, weil der Tankstand wird sich ja nicht verändern. Und ja, das ist jetzt unsere Basis, auf der wir sozusagen loslegen. Wir werden ja mit einigen Teilen Gewicht einsparen, gerade mit den Sitzen. Die sind im Übrigen auch schon reingekommen, das können wir euch gleich auch noch mal zeigen. Und ja, wir nehmen euch mal so ein bisschen mit, was hier so passiert ist und was gerade passiert. So, wir haben ja für euch mal hier alle Teile von der Hinterachse ausgebreitet. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen durch. Wir haben... Ruhe jetzt da hinten! Ich habe gerade einen Buchse daraus gemacht. Aber wir filmen gerade. Wir haben hier die hinteren Koppelstangen. Die kann man im Prinzip für so einen Umbau auch wiederverwenden. An sich, es machen manche hier Uniball-Gelenke rein. Zum einen sind das schon Kugelgelenke, wo nichts Gummi gelagert ist. Zum anderen wirst du da jetzt irgendwie nicht merken, dass das spielfreier ist, weil der Stabi sich ja sowieso bewegt. Hier ist der Hauptvorteil an den Aftermarket-Teilen, dass man die Länge verstellen kann. Das ist eben für Radlast notwendig und um die Vorspannung vom Stabi einzustellen. Ja, ansonsten haben wir hier die alten Bremsleitungen, die haben wir beim Ausbau einfach durchgeschnitten, weil da kommt eh Stahlflex rein. Hier sieht man auch schon ganz schön, dass die nicht sonderlich gut aussehen. Typisches Problem im Übrigen auch beim Ausbau von Hinterachsen oder generell, das wird der eine oder andere von euch kennen, hier oben auf den Bremsleitungen, auf den harten Leitungen ist so eine Beschichtung drauf und die gammelt immer fest und leider macht ihr die dann kaputt beim Lösen. Das heißt, grundsätzlich vielleicht nochmal das als Information, wir werden für euch ein Tauschprogramm aufbauen. Bedeutet, wir werden uns mit gestrahlten, also gepulverten und, sandgestrahlten und gepulverten Achsen bevorraten. Dort sind sozusagen schon unsere Tonnenlager eingebaut und alle unsere Lager, die wir eben bei so einem Achsumbau im Regelfall verwenden. Und ihr könnt dann zu uns kommen, wenn ihr eben diese Tonnenlager oder andere Umbauten in euer Auto eingebaut bekommen wollt. Das heißt, ihr überholt nicht nur eure Achse, macht die wieder frisch für die nächsten zig Jahre, sondern habt gleichzeitig eben auch noch ein Upgrade und ihr braucht nicht erst warten, bis die Achse überholt wird etc. Der Movo kriegt auch so eine neu überholte Achse, die zeigen wir euch dann noch, die ist noch nicht da und die vom Movo, die werden wir eben vorbereiten, dass sie dann zum Sandstrahler und zum Pulvern gehen kann.
Ja, was haben wir ja ansonsten noch so? Genau, und das ist das, was ich meinte. Wenn wir so einen Umbau bei euch machen, dann tauschen wir im Regelfall eigentlich auch immer diese Bremsleitungen aus. Wir hatten ab und zu mal ein Auto, wo die Bremsleitungen noch in Ordnung waren. Aber ja, im Regelfall gehen die leider kaputt und sehen so aus. Dann haben wir hier mal was bereitgelegt. Und zwar, der ein oder andere sieht es vielleicht schon. Wir haben hier einmal ein M3-Lager und einmal ein Non-M-Lager. Das ist immer, wir reden immer davon, Non-M, welche Achsteile hat welches Fahrzeug. Der M hat ein bisschen steifere Lager und hier kann man das wirklich sehr, sehr schön sehen, weil ihr seht, dass in dem Lager hier eben viel Luft drin ist und in dem Lager eben Vollgummi sozusagen vorhanden ist. Das heißt, das Lager hier ist schon mal viel, viel stabiler als das Lager. Diese Lager, um es vielleicht nochmal zu erklären, für den, der es nicht weiß, da habt ihr eben oder kriegt vielleicht jetzt gleich auch ein paar Szenen eingeschnitten, wo wir die Lager auspressen. Die hängen eben die Achse an euer Chassis auf. Können wir euch gleich nochmal die Punkte im Auto zeigen. So, und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ihr jetzt auf der Rennstrecke fahrt, wenn ihr Leistung fahrt, wenn ihr in die Kurve fahrt, auch auf der Landstraße, egal wo, dann bedeuten weiche Lager an dieser Stelle, dass euer Auto oder eure Achse sich im Vergleich zum Chassis eben bewegt. Weil die Lager, wie ihr ja seht, sind die so weich, die kann ich hier mit der Hand so schon verdrehen und dementsprechend wird jede Belastung von einem Reifen, vom Bremsen dazu führen, dass eben das Auto im Vergleich zur Achse sich anders bewegt. Und das wollen wir nicht und das fühlt sich auch super unangenehm an. Aus dem Grund machen wir hier immer Vollalu rein. Es gibt auch PU-Lager, es gibt solche Einsätze, die man hier reinschieben kann. Ist ein bisschen einfacher einzubauen, aber wenn ihr das Notwendige oder wenn ihr so viel Budget habt, dann tut euch den Gefallen, macht hier Vollalu rein. Das ist einfach ein Upgrade, der wirklich was bringt. Und vor allem ist es auch nicht so krass in Bezug auf Komfortverlust. Viele haben immer Angst und sagen, boah, dann fährt das Auto hinterher wie ein Rennwagen und man hört alles. Klar, es wird etwas unkomfortabler, aber zum Beispiel bei einem F87 oder F82, M3, M4, M2, da gibt es diese Lager gar nicht mehr. Wir haben zufälligerweise einen auf der Bühne, können wir vielleicht gleich mal zeigen. Da ist die Achse einfach starr an das Chassis angeschraubt. Und das wird einen Grund haben, warum BMW das eben bei den neueren Serien nicht mehr macht. Deswegen aus unserer Sicht, Alutonnenlager ist eigentlich ein Must-Have. So, wir hatten ja gesagt, wir zeigen euch noch mal kurz, wie der Achsträger bei so einem M-Fahrzeug der F-Serie aufgehangen ist. Und da wir zufälligerweise gerade einen auf der Bühne haben, können wir das hier mal schön zeigen. Also wir sehen hier der Achsträger, der ist sehr, sehr ähnlich wie bei den E-Serien. Also die Geometrie ist zum Teil etwas anders, aber es ist vom Aufbau her sehr ähnlich. Und das hier ist eben ein Punkt von den Vieren. Und hier sehen wir eben, da ist einfach eine Schraube, da ist keine Lagerung, nichts. Und das ist im Prinzip das, was wir mit unseren Aluminium-Tonnenlagern auch erreichen, nämlich dass die Achse starr an das Chassis verschraubt wird. Übrigens auch ganz interessant, auch bei der F-Serie ist es so, dass das Diff nur an einem Punkt aufgehangen ist. Also wir haben hier quasi eine Öffnung, die ist frei und hier die Öffnung, die ist eben zur Befestigung vom Diff an der hinteren Seite. Auch da gibt es Kits, die das Ganze auf 2 Befestigungen erweitern. Werden wir auch bald im Shop mit aufnehmen. So, ja, ansonsten haben wir hier noch so ein paar Teile. Höhenstandssensor, der bleibt natürlich Serie. Die Bremse, die werden wir ein bisschen überholen. Die wird auch erstmal Serie bleiben auf der Hinterachse. Auf der Hinterachse bremst das Auto nicht allzu viel. Da reicht die Hinterachse mit ein paar anderen Belegen. Hier haben wir die Radträger. Auch die werden gestrahlt und pulverbeschichtet. Auch hier kommen die Lager neu. Hier sieht man das ganz schön. Das ist das einzige Lager, was wir eigentlich nicht upgraden, weil hier schon ein Kugelgelenk drin ist. Zeigen wir euch später auch nochmal, wie die Kugelgelenke aussehen. Das hier zum Beispiel ist das Gummilager, was eben ja, Spiel zulässt. Und im Kugelgelenk habe ich eben nur die Bewegung, die ich halt haben möchte und nicht das klassische Spiel, was die Gummibuchse eben ja, ermöglicht. Ja, ansonsten kommen natürlich alle Radlager neu. Es kommen eigentlich alle Schrauben neu, alle möglichen Sensoren, ja, alles, was man halt so neu machen muss. Hier haben wir jetzt nochmal einen Spurlenker, einen Originalen. Auch hier, das ist im Übrigen auch etwas, was vielleicht der ein oder andere Schrauber von euch kennen wird. Hier ist die Schraube in dem Lager fest korrodiert
oder gerostet oder wie auch immer man das nennen will. Also es sieht aus, als wenn die Schraube im Lager ist oder eins ist. Das ist natürlich eigentlich nicht der Fall. Das ist euer Lenker, mit dem ihr eigentlich die Spur einstellt. Also das heißt, ihr habt am Achsrahmen hier einen Exzenter, mit dem ihr den Lenker vor und zurück bewegen könnt. Also das ist eine Schraube, die sozusagen nicht, hier sieht man das schön, diese Unterlegscheiben, die sitzen hier drauf. Und wie ihr seht, ist die ja nicht, also die Schraube ist nicht mittig von der Scheibe. Und wenn ich jetzt den Schraubenkopf drehe, dann ändert sich dadurch eben meine Position von dem Spurlenker und dadurch wird bei der Achsvermessung die Spur eingestellt. Ist halt hier ganz witzig, weil eigentlich wurde, glaube ich, gesagt, das Auto wurde vermessen erst kürzlich, aber hiermit hat man nichts mehr vermessen, weil die Schrauben, die waren so bombenfest, die waren definitiv im Arsch. Oder kaputt im Arsch, ja. Genau, hier hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder den Lenker behalten, weil hier geht nicht der vom M3. Bei allen anderen Lenkern, die können wir auch gleich dann nochmal zeigen, kann man nämlich die vom M3 benutzen. Hier kann man jetzt entweder auch die Gummibuchsen auspressen und wir haben da Kugelgelenke für, also auch da wieder spielfreie Lager. Oder man kann unsere verstellbaren Lenker benutzen. Nachteil bei den verstellbaren Lenkern ist, wir haben keinen TÜV dafür. Die lassen sich leider auch nicht eintragen. Oder ja, es mag vielleicht manche TÜV-Prüfer geben, die sie eintragen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Ja, und bei dem Kugelgelenk ist das im Regelfall sogar eintragungsfrei, weil ihr ändert ja nichts an dem Lenker an sich, ihr ändert nichts an dem Punkt, ihr ändert quasi nur die Lagerung an sich. Ja, ansonsten schaue ich jetzt nochmal, hier haben wir noch das Diff. Das Differential geht zur Firma Westwood für ein Sperrdifferential. Auch das können wir im Übrigen, wenn ihr bei uns so eine neue Achse in euer Auto bekommt, realisieren. Also das heißt, wir können da von bis machen. Wir können mit so einer neuen Achse auch ein neues Diff, ein Lamellen-Sperrdifferential einbauen. Wir kooperieren da mit der Firma Westwood, können da verschiedene Setups realisieren für Straßenfahrt, für Driften, für Rennstrecke. Und ja, das ist auch nochmal ein sehr, sehr geiles Upgrade. So, ich habe noch mal ganz kurz hier den Lenker, den wir eigentlich entsorgen, weil er nicht mehr wirklich zu gebrauchen ist, wo übrigens auch das Lager hier schon kaputt ist, das Gummilager. Das hier ist jetzt der Sturzlenker, sprich der sitzt so oben in der Achse und also ihr verstellt hier nicht den Sturz, aber wenn der Lenker verstellbar wäre, könntet ihr damit eben die Neigung vom Rad in Sturzrichtung verstellen. Und hier ist es eben auch so, dass wir, wenn ihr das möchtet, für diese Lenker oder auch für die M-Lenker, die ihr hier verbauen könnt, da gibt es bei uns ein Set. Ihr könnt also einfach in euer Non-M-Fahrzeug die Lenker vom M3 verbauen, sowohl an der Vorderachse als auch an der Hinterachse. Und wenn ihr die dann sozusagen auch noch verbessern wollt, ich hole gleich mal den M-Lenker dazu, Moment. Das ist Original Non-M, das ist M. Und wie ihr seht, ist die Buchse aber die gleiche. Sprich, wir haben hier ein Kugelgelenk und hier eine Gummibuchse. Genau das gleiche bei dem M-Teil auch. Die Geometrie ist exakt identisch. Was wir jetzt eben machen, um die komplette Achse Kugelgelenk zu lagern, ist, dass wir eben diese Kugelgelenklager benutzen. Die könnt ihr, wie eben schon erklärt, sowohl in den Spurlenker auf beiden Seiten einbringen, weil der Spurlenker vom M3 ist nämlich zum Beispiel kugelgelagert oder Kugelgelenk gelagert. Der passt aber bei dem Non-M nicht, weil die Achsträger verschieden sind. Und was wir eben auch haben, deswegen habe ich hier noch was in meiner linken Hand, wenn man das auf dem Video erkennt, hier ist ein Konus dran, der in den Radträger reinfasst. Kann man hier schön sehen. Hier ist der Konus und da liegt eben dieser Lenker drinne mit der Buchse. Und wenn wir natürlich jetzt hier dieses Kugelgelenk einpressen wollen, dann funktioniert das nicht, weil hier haben wir ja eine gerade Fläche. Und deswegen haben wir uns dort auch etwas einfallen lassen, und zwar einfach Scheiben, die ihr mitkaufen könnt. Die passen genau hier rein in den Konus und die werden eben einfach untergelegt, sodass wir trotzdem ein Kugelgelenk fahren können an dieser Stelle. Das heißt, ja, man kann hier verschiedene Upgrades anbieten, deswegen hatte ich eben gesagt von bis.
Man kann halt zum einen die Originalteile weiterverwenden, dort Kugelgelenke einpressen. Man kann komplett auf M umbauen, dort Kugelgelenke einpressen. Das zeigen wir euch gleich auch nochmal, weil wir die hier auspressen und dort eben die reinkommen. Oder man kann unsere komplett verstellbaren Lenker nehmen, die haben eben überall schon diese Kugelgelenke. Das ist dann sozusagen die High-End-Lösung. Ändert nichts an dem Verhalten vom Spiel, die Lenker, die wir haben, aber ich kann halt nochmal deutlich mehr einstellen. Ist immer die Frage, was ihr mit dem Auto machen wollt. Tom zum Beispiel, schöne Grüße, der hat unsere verstellbaren Lenker. Der fährt halt mit dem Auto nur Rennstrecke. Da möchte man auch nochmal etwas mehr Sturz fahren. Im Regelfall für ein Auto, was vielleicht einen Clubsportumbau darstellt, da reicht es auch, wenn ihr die originalen Lenker bzw. die M-Lenker verwendet. Ja, ansonsten wäre es das von der Achse, würde ich sagen, erst einmal. Wir können ja noch mal vorne beim Motorraum schauen. So, schon die ersten Plastikabdeckungen mal abgeschraubt. Ich wollte euch nur noch mal mitnehmen. Was wir hier auch verbauen werden, sind unsere Air-Scoops. Und zwar habt ihr ja hier die Ansaugung. Das ganze Teil hier sitzt quasi so drinne. Und wie ihr sehen könnt, gibt es eigentlich keinen Weg durch die Nieren in die Ansaugung rein. Und das ist etwas, was eben mit den Air-Scoops von der Firma Bunnik Engineering, unserem Partner, optimiert wird, sodass eben ein Scoop, das zeigen wir euch dann nochmal, im Windstrom steht und dann einen sogenannten Rum-Air-Effekt erzeugt. Was übrigens auch ganz interessant ist, es steht das Öl in den Zündkerzen oder Zündspulenschächten. Also ja, der Ventildeckel ist auf jeden Fall hin und es sieht so aus, als wenn beim Öl einfüllen auch nicht sonderlich viel Sorgfalt eingehalten wurde. Ja, hier haben wir den Wärmetauscher. Also das ist das, wo das Öl vom Motor durchläuft und hier innen drin läuft gleichzeitig noch das Wasser, sodass eben der Wasserkreislauf durch diesen Wärmetauscher, so nennt sich das, das Motoröl mitkühlt. Das ist im Prinzip eigentlich ein ganz gutes System, wird oft verbaut, gerade auch bei Getrieben zum Beispiel, bei Manta-Getrieben. Wir werden das ganze Teil hier aber wegpacken, zeigen wir euch dann nochmal, da kommt dann eine Platte drauf, die die ganze Systematik sozusagen wegbaut und bauen dann da eben über Dashleitungen einen Ölkühler, den man da einbinden kann. Wir werden da, denke ich mal, auch noch einen Halter konstruieren, gucken, wo der schön hinkommt und den könnt ihr dann auch bei uns im Shop kaufen für den N52. So Tobias, gucken wir uns das mal an. Also wir sind jetzt hier, ich zeige euch mal kurz, etwas weiter schon. Soweit schon alles gelöst, haben uns die Ventile mal angeschaut, die sehen sehr gut aus. Haben jetzt hier unser Ölfiltergehäuse demontiert, um die beiden Dichtungen zu wechseln. Typisches Problem von wahrscheinlich allen N-Motoren, also N54 auf jeden Fall auch. Und sind jetzt gerade dabei, diese Dichtung hier zu tauschen. Und wie man sieht, sieht die ziemlich scheiße aus. Sieht aus, als hätte da einer zum Teil irgendwie was dran geschmiert, oder? Mhm. Täuscht das? Sieht so aus, ja. Ja, hier, zeig mir mal die hier kommt auch neu. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendwas seht, hier unten in eurem Gehäuse, wie wir hier sehen, ich hoffe man kann das erkennen, ist hier unten alles sehr voll Öl, Schlamm oder wie man das nennen möchte. Das ist halt ein typisches Zeichen dafür, dass die Dichtung dort defekt ist. Ja. Wir werden das Teil jetzt mal in die Waschmaschine waschen oder ein bisschen säubern und dann nehmen wir gleich mal den Ventildeckel runter. So, jetzt sind wir an der Vorderachse. Auch hier nochmal schön der Vergleich. Das hier ist ein Non-M-Lenker, der im Übrigen auch kaputt ist. Vielleicht könnt ihr es auf der Kamera sehen. Der ist innen gerissen. Auch hier wieder, wie bei den Tonnenlagern, sehr viel Luft in dem Lager. Das heißt, die ganze Gummibuchse kann eben sich bewegen. Hier haben wir das Gegenstück vom M3, was wir eben auch verbauen können. Wir kriegen dadurch etwas mehr Sturz und mehr Nachlauf ein bisschen. Und auch hier belassen wir es nicht bei der Gummibuchse, sondern
gehen auch hier auf ein Kugelgelenk. Auch das ist ein sehr, sehr beliebtes Bauteil. Ich sag mal, bei den Hinterachslenkern auch super geiles Upgrade, aber da könnt ihr euch natürlich auch immer gerne melden. Was fahrt ihr mit dem Auto? Wie nutzt ihr das Auto? Und dann beraten wir euch, was eben für die Nutzung sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, wo man vielleicht sparen kann. Es gibt so ein paar Upgrades, wo ich immer sage, die würde ich immer machen. Das ist zum einen hier das Zugstrebenlager und zum anderen die Tonnenlager an der Hinterachse. Weil das bringt einfach sehr, sehr viel. Eventuell noch die Spurlenker mit Kugelgelenken ausrüsten. Und ja, der Rest bringt halt auch noch mal so das i-Tüpfelchen. Wenn man die Achse rausnimmt und neu macht, würde ich es immer mitmachen, weil es ist nicht allzu teuer. Könnt ihr bei uns gerne mal im Shop gucken. Verlinken wir euch auch unten. Aber hier Zugstrebe und Tonnenlager ist aus meiner Sicht so ein Must-Have, weil das bringt wirklich sehr, sehr viel. So, jetzt das hier brauchen wir nicht mehr. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Buchse auspressen, die wir nicht mehr brauchen, die Gummibuchse. So, die ganzen Teile von dem Wagen, die habt ihr ja schon in dem letzten Video, glaube ich, gesehen. Die zeige ich euch jetzt nicht mehr alle. Es ist aber mittlerweile, sind noch 2 Sachen hinzugekommen. Man wird übrigens auch dreckig beim Buchsen umpressen. Und zwar ist die eine Sache, die ich euch zeigen wollte, Ruhe da drüben jetzt, ein sogenannter Öldruckverteiler. Normalerweise sitzt dieser Öldruckschalter hier in dem Thermostatgehäuse und nimmt quasi den Öldruck ab, sodass, wenn irgendwie der Öldruck zu sehr in die Knie geht oder ähnliches, dass eben das Auto eine Motorkontrollleuchte setzen kann. Leider ist es so, dass dieser Öldrucksensor nur quasi, oder der kann nicht abgegriffen werden im CAN-Bus. Ich weiß nicht ganz genau, warum das so ist, aber man kann ihn halt nicht im AK Motion Display zum Beispiel anzeigen. Da wir aber den Öldruck sehen möchten, weil das eben ein ganz cooles Kriterium für verschiedene Sachen ist, wenn ich auf der Rennstrecke fahre, kann ich sehen, wie sich der Öldruck verhält, hat die Firma TL Clubsport, mit der wir zusammenarbeiten, hier so einen kleinen Block entwickelt, in die wir eben einen zweiten Öldrucksensor einbauen können, und den können wir dann mit dem AK Motion verkabeln. Könnt ihr bei uns kaufen, werden wir auch bald listen mit dem Sensor und quasi mit einem Kabel dran. Und von AK Motion gibt es dann eine Anleitung, wie dieser Sensor eingebunden wird. Und dann haben wir noch ein Bauteil von der Firma TL Clubsport. Auch das könnt ihr gerne bei uns kaufen. Und zwar eine gefräste, erleichterte Riemenscheibe. Haben sie in Kooperation mit 57er Werk gemacht. Ich hole mal gerade die Originale. Und dann können wir die vielleicht sogar mal auf die Waage legen. So, das hier sind die 2 Riemenscheiben. Im Prinzip erfüllen sie beide dieselbe Funktion. Der Unterschied hierbei ist halt ähnlich wie bei einem Einmassenschwungrad, dass ich die rotierende Masse reduziere und dadurch in der Theorie mein Motor etwas mehr Leistung hat, weil eben weniger Schleppleistung anfällt und er etwas schneller hochdreht. Wir haben jetzt hier in dem Auto, verbauen wir erstmal noch kein Einmassenschwungrad. Das wird, denke ich, irgendwann auch noch mal kommen. Das ist dann sozusagen die Gegenseite. Wir können es ja, wie gesagt, mal gleich auf die Waage legen. Okay, gucken wir uns einmal die Originale an. 2,22 Kilogramm. Naja, lassen wir mal drauf die Schutzfolie. Und jetzt unsere erleichterte 0,5 Kilogramm. Und 1,5 Kilogramm, klar, wenn es um so Gewichtseinsparungen geht, so geht es mir auch, denkt man manchmal, ja, 1 Kilo, was macht das schon? Aber ihr dürft halt nicht vergessen, wenn man überall 1 Kilo spart, also an extrem vielen Stellen, dann summiert sich das halt schon auf. Und ja, meistens gibt es so ein paar Punkte, wo man relativ preisgünstig Gewicht einsparen kann. Und dann gibt es halt wieder andere Punkte oder einen gewissen Stand sozusagen vom Auto, wo es dann extrem teuer wird. Zum Beispiel Carbontüren etc. Und das hier ist halt so ein Gimmick, das kann man easy mal mit einbauen und spart halt die 1,5 Kilo. Auch vor allem an der Stelle, wo sich viel rentiert, weil, wie gesagt, das Gewicht hängt am Motor dran.
Der Motor muss das Gewicht mitdrehen und mit der erleichterten Scheibe hat er es halt leichter hochzudrehen sozusagen. So, das letzte oder eines der wichtigsten Teile haben wir jetzt hier schon vorbereitet zum Pulverstrahlen, Sandstrahlen und Pulverbeschichten. Hier sind jetzt alle Buchsen soweit raus. Wir haben hier schon unsere Hülsen eingesetzt, wo eben auch die Kugelgelenke reinkommen. Und ja, so sieht das Teil eben aus, was in eurem Auto hängt und wo eure Lenker und eure Stoßdämpfer, oder Stoßdämpfer nicht, aber quasi die Achsaufhängung an der Seite dran befestigt ist. Wir haben hier die Lagerpunkte, wo die Tonnenlager drin sitzen. Das ist eben das, was wir euch eben gezeigt haben. Unterschied M zu Non-M können wir nochmal einblenden, jetzt währenddessen ich rede. Wir haben zusätzlich hier vorne die Aufhängung vom Differential, was im Übrigen auch eine Sache ist, wo man etwas verbessern kann. Und zwar hängt das Diff hier zwischen. Vorne mit 2 Punkten, hinten mit 1 Punkt. Die Lager werden bei Movo auch aus PU ersetzt. Und ihr könnt bei uns das sogenannte Diff-Lockdown kaufen. Das hängt dann das Differential, was eben hinten nur an einer Seite aufgehangen ist, noch an einem weiteren Punkt auf. Da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben die Variante, wo hier auch noch ein Gummipuffer zwischen sitzt, um das Diff eben nicht komplett starr zu lagern, sondern noch etwas Spiel zuzulassen. Das ist halt gerade für Straßennutzung besser, damit das alles noch so ein bisschen sich bewegen kann. Deswegen machen wir hier zum Beispiel auch nur PU-Lager rein. Manche lagern alles starr, aber wir sind zum einen immer der Ansicht, dass im Antriebsstrang ruhig ein bisschen Bewegung herrschen darf und vor allem starre Difflager machen halt auch wirklich extreme Geräusche. Dann hört man das Diff so komisch jaulen und manche finden das geil. Ja, ist Geschmackssache, aber wie gesagt, wir bauen immer die PU-Lager ein, die sehen hier so aus. Und damit funktioniert das dann eigentlich sehr, sehr gut. Ja, kann man sonst noch was sagen zu dem Achsträger? Wie gesagt, zweiter Punkt vom Diff wird dann eben hier benutzt. Weil wir haben ja im Prinzip schon Löcher, die nur zur Gewichtsersparnis da sind. Da kommt dann hier so eine Hülse rein und dann wird eben mit einem Gelenk das Diff an einer weiteren Stelle verschraubt. Das können wir euch dann auch nochmal zeigen, wenn es eingebaut wird. Ja, ansonsten, wir pressen jetzt hier unsere Aluminium-Tonnenlager ein und dann geht die Achse zum, wie gesagt, Sandstrahlen und Pulverbeschichten. Und dann wäre die für euer Auto ready. Wenn ihr Bock auf so einen Umbau habt, schreibt uns gerne an per E-Mail. Wie gesagt, wir werden mit den Achsen so eine Art Tauschprogramm machen. Wir haben die Achsen dann auch für die M-Modelle da. Also auch da werden wir uns eine Achse hinlegen und eben auch für die Non-M-Modelle. Von daher sind wir für alle Autos gewappnet sozusagen. So, den Innenraum wollten wir euch auch noch mal zeigen. Auch hier gab es ein riesen Update. Das habt ihr vielleicht auch schon bei Movo auf dem Kanal gesehen. Natürlich, wie soll es anders sein, Recaro Pole Position, eigentlich so der Standard für die Rennstrecke. Gerade wenn es ein eingetragener Sitz sein soll, der eben auch ohne Zelle funktioniert. Natürlich mit unseren Seitenadaptern für die originalen Laufschienen. Ich denke, wenn ihr bei uns im Channel schon länger dabei seid oder uns kennt, dann werdet ihr das kennen. Originale Laufschienen, ihr sitzt mittig vom Lenkrad, ihr sitzt so tief wie möglich. Ihr könnt die originale Stelle vom Gurtschloss beibehalten und das originale Gurtschloss eben auch. Der Stecker bleibt dann an derselben Stelle. Also es ist einfach aus unserer Sicht die mit Abstand beste Lösung, um so einen Sitz in dem Auto zu befestigen. Ansonsten hat Movo noch die Leisten in Alcantara folieren lassen. Das ist so eine Alcantara-Folie, finde ich eigentlich auch ganz geil, sieht gut aus. Ja, und ansonsten wird das Auto erst einmal im Regelfall oder zum größten Teil so bleiben für den ersten Step. Es kommt noch ein Clubsportbügel rein, damit auch 6-Punkt- oder 4-Punkt-Gurte vernünftig gefahren werden können. Aber an sich wird jetzt im ersten Step das Auto noch nicht komplett radikal. Das kommt vielleicht später mal oder es wird kommen, aber ja, Step für Step, und wir wollen ja auch so ein bisschen sehen, wie sich das Fahrverhalten verändert, wie sich das Gefühl im Auto verändert etc. Ja. Läuft's noch? Ja. So, vielen Dank fürs Zuschauen.
Lasst uns ein Abo da, wenn ihr das nächste Mal auch so ein geiles Auto sehen wollt. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von dem Video. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt von dem Umbau. Ja, lasst ein Like da, ein Abo da, habe ich glaube ich schon gesagt. Aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, bis bald, Rian.